Hallo, ich bin David, ich bin Pushback-Fahrer am DHL Hub Leipzig und ich möchte euch heute mal zeigen, was unsere nächtliche Arbeit ist. Ich bin seit 2016 im Unternehmen, bin Quereinsteiger, das heißt, ich habe diesen Beruf nicht gelernt. Ich habe angefangen hier in der Ladegruppe, habe meinen REM 2, meinen Highloader-Fahrer dort gemacht, habe mein Headset Preparation Training dort gemacht und habe mich dann entschieden, Pushback zu fahren. Und seit 2021 bin ich jetzt Pushback-Fahrer am DHL Hub. Pushback-Fahrer, was macht ein Pushback-Fahrer? Also das Pushback an sich ist der eigentliche Prozess, wenn wir das Flugzeug rückwärts schieben. Über eine Verbindung von einem Fahrzeug mit einer Stange am Flugzeug und das dann eben rückwärts zu schieben oder das Bugfahrwerk anzuheben, damit wir quasi das Bugfahrwerk benutzen können als Lenkpunkt, sage ich mal, und dann die Maschine eben mit uns als Lenkung und Antrieb nach hinten befördern. Meine persönliche Schutzausrüstung lege ich jeden Tag bei der Arbeit an. Ich komme am Hub an, gehe nach drin in die Umkleidekabine, da gibt es Spinde. Da kann ich meine Sachen jeden Tag reinhängen, wenn ich fertig bin mit der Schicht und auch jeden Tag wieder rausnehmen. Auch der Security-Check ist Teil unserer Arbeit. Wir müssen jeden Tag vor Dienstbeginn durch den Check laufen. Bedeutet für uns einmal Jacke und alles Metallische einmal ablegen. Dann gehe ich noch durch den Metalldetektor. Nach dem Security-Check laufen wir an unseren Stechuhren vorbei. Wir haben unsere Personalausweise. Nach dem Einstechen geht es dann zur Materialausgabe. Hallo, ich nehme was Großes, ja, 6 oder 12. Wir stechen unsere Karte nochmal ab. Da ist hinten drauf so ein kleiner Aufkleber mit QR-Code. Der wird nur abgescannt und dann bekommen wir unser Equipment ausgegeben. Moin. Bis dann. Guten Morgen. Zum Noselifter 6 bitte, der müsste hinten auf der 462 stehen. An meinem Fahrzeug angekommen, mache ich jetzt erstmal eine grobe Sichtprüfung. Das heißt, ich laufe einmal um das Fahrzeug drumherum, räume meine ganzen Sachen ein und im Anschluss muss die Wolke durchgeführt werden. Das bedeutet Wolke Wasser, O für Öl, L für Luft, K für Kraftstoff, E für Elektrik. Alles das muss geprüft werden. Wasserstände, Kühlwasser, Scheibenwischwasser. Der Ölstand wird geprüft, bevor ich das Fahrzeug in Betrieb nehme. Luft auf den Reifen, das heißt, ich schaue mir den Reifen einmal an. Wenn der platt steht oder ich irgendwas Ungewöhnliches entdecke, dann muss ich das melden. Dann geht es weiter mit dem Kraftstoff. Wir haben eine Kraftstoffanzeige im Fahrzeug. Da können wir sehen, wie viel Kraftstoff noch verfügbar ist. Sollte das zu wenig werden oder zu wenig sein, dann gibt es abends die Möglichkeit, nochmal nachzutanken. Aber im Normalfall werden die Fahrzeuge tagsüber getankt von den Kollegen. Zu Schluss dann noch die Elektrik. Heißt, ich mache es immer so, dass ich meine gesamte Beleuchtung schon einschalte, bevor ich um das Fahrzeug drumherum laufe. Das kann ich dann gleich mit prüfen. Und sollte dort ein Blinker oder irgendwas auch nicht funktionieren, auch das wird dann sofort gemeldet und gegebenenfalls von unseren Kollegen aus der Werkstatt sofort behoben. Wenn das alles passt, dann nehme ich das Fahrzeug in Betrieb, steige ein, starte den Motor und fahre erstmal zu den Kollegen. Ich habe jetzt meinen ersten Auftrag bekommen für die Nacht. Das ist ein Inbound-Headset-Bereitstellung. Das heißt, ich fahre zum Standplatz und nehme die Maschine mit dem Headset an. Das heißt, ich setze das Headset auf, ich gehe an die Maschine, wenn die eingerollt ist und spreche kurz mit dem Captain, dass die Schocks gelegt sind und er die Parkbremse lösen kann und die Maschine quasi selbstständig stehen kann, ohne dass der Captain die Bremse gesetzt haben muss und dann alles weitere Equipment an den Flieger ran kann und erst dann kann die Ladegruppe anfangen auszuladen und die Crew kann dann aussteigen. Ich fahre jetzt mit dem Pushback zum Standplatz, an dem die Maschine reinrollen soll. Die
ist, soweit ich weiß, auch schon im Anflug. Es ist eine 777. Wir nehmen die 777 mit Headset an. Wir sagen, dass die Schocks gelegt sind, dass die Parkbremse geöffnet werden kann und dass, wenn am Flieger irgendwas sein sollte, ein technisches Problem aufgetaucht ist, die Technik verständigt werden muss. Das übernehme dann auch ich. Meistens ist die Technik direkt am Stand. Das Headset habe ich hier auf. Da habe ich hier einen Knopf. Der wird gedrückt. Da kann man sprechen. Dann hört mich der Captain oben. Ich prüfe über Drücken. Ich höre dann ein Klicken oder ein Rauschen, ob das Headset funktioniert. Und es funktioniert. Ich habe jetzt meine Pause zugewiesen bekommen. Die verbringe ich meist entweder in der Kantine oder ich bleibe im Fahrzeug. Manchmal treffe ich mich auch noch mit Kollegen an Sheltern und wir erzählen ein bisschen. Aber heute werde ich wahrscheinlich meine Pause im Fahrzeug verbringen. Werde entweder ein bisschen was lesen oder vielleicht auch kurz meine Augen ausruhen. Und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Bis gleich. So, die Pause ist vorbei. Den nächsten Auftrag habe ich auch bekommen. Und wir schleppen eine Maschine um. Zum Maschine umschleppen brauchen wir immer noch Unterstützung. Das machen wir zu zweit. Das heißt, ein anderer Pushback-Kollege oder eine Kollegin und ich. Ich habe mich gerade mit dem Kollegen schon abgesprochen. Der ist unterwegs zum Standplatz. Ich bringe Schocks mit. Wir brauchen zusätzliche Schocks, damit wir das Flugzeug dann in der Rollgasse sichern können. Ja, wir sind am Flieger angekommen. Wir müssen jetzt hier den Pin stecken. Den habe ich schon gesteckt. Der ist hier. Das ist unser Steering Pin. Der sieht so aus und kommt da rein. So kann der Captain steuern, so nicht. Und wir fixieren den hier. Haben hier unser Fähnchen noch dran. Das kommt zur Seite. Dann überprüfen wir, bevor wir das Flugzeug schleppen können, noch das Bugfahrwerk auf Beschädigungen. Sollten dort welche vorhanden sein, dann müssen wir die natürlich melden. Auch noch wichtig am Flieger, bevor wir losschleppen, müssen wir kontrollieren, ob hier oben, ja, da ist das Fähnchen, der Pin gesteckt ist, der das Hauptfahrwerk am Zusammenklappen hindert. Aber auch die Fahne und der Pin steckt drin. Wunderbar. Alles safe. So. Die Kollegen von der Technik haben jetzt ihre Arbeiten am Flugzeug abgeschlossen. Die Ladegruppe ist fertig mit dem Ausladen vom Belly, dem Flugzeugbauch, in dem die lose Fracht liegt. Und ich fahre jetzt ans Flugzeug. Wir nehmen die Maschine auf und dann schleppen wir um. So, ich bin in der Zwischenzeit schon rangefahren ans Bugfahrwerk, nehme jetzt die Zange zu und nehme es im Anschluss nach oben und wir können den Umschleppvorgang starten. Die Kollegen hinten warten noch auf das Signal. Da kam das Signal zum Lösen der Schocks. Die nehmen die Schocks weg. Ich nehme die Maschine hoch. Und dann können wir gleich loslegen. Ich muss jetzt noch am Towerfunk meine Freigabe vom Tower holen und muss den Schlepp quasi da noch bestätigen lassen. Das ist wichtig, dass der Turm weiß, dass hier in der Rollgasse gerade eine Bewegung stattfindet. Eine Schleppbewegung. Martin, ich leg los, ja? Ach nee, du bist noch. Ah, ich warte. Ja, ich hab's gleich Bescheid. Mein Kollege hat Bescheid gegeben. Wir dürfen starten. Und dann melde ich mich beim Turm an. Vorher, ganz wichtig, muss ich meine Rundumlichter einschalten. Turm hört. Hallo Turm, hier DHL 4, Standplatz 447 mit einer Maschine zur 441 Querposition bitte. 04, hallo, umschleppen, 447 zur 441 quer genehmigt. Der Schlepp 447 zur 441 quer genehmigt für DHL 4, danke Turm.
Jetzt wird eine Maschine für den Outbound vorbereitet, die erste diese Nacht. Die Ladegruppe lädt gerade noch ein. Da werde ich versuchen, noch ein bisschen mit zu unterstützen, so gut es geht. So, hier habe ich den Pin für den Airbus. Und jetzt sind wir hier richtig in der heißen Phase. 2 Flugzeuge schon in der Gasse. Hier vielleicht eine dritte, aber bis dahin sind die weg. So, auch hier hin. Steckt. Ja, ging mit einer Hand. Das Headset kommt hier oben in der Büchse. Ja, hier oben kommt das Headset rein. Ja. Wichtig ist für uns vorher immer noch, auf unserem Handheld haben wir alle möglichen Daten. Wir haben die Registration, Echo India Lima Delta Fox. Ja, wir haben den Standplatz, die Position, wir haben die voraussichtliche Abflugzeit, die Ladegruppe, wer die belädt, Flugnummer, das sieht man gerade schlecht, genau, die Flugnummer ist hier oben und welches Flugzeug es ist, das steht hier. ABY für Airbus, Airbus A300 und ganz wichtig für uns, Zoll beendet. Dieser Schriftzug muss überall drin stehen. Wenn das nicht ist, gibt es ganz großen Ärger. Sehr wichtig für die Firma. Die Treppe geht weg. Der Flieger ist bereit. Wir legen los. So, wir sind am Airbus. Ich beobachte jetzt den Headsetter, der hat mir gerade das Zeichen gegeben, ich darf anheben, die Bremse ist gesetzt und wir warten auf weitere Anweisungen. Ich habe ihm gerade gezeigt, dass der Anhebevorgang abgeschlossen ist und wir warten, bis die Crew jetzt soweit ist und sich die Freigabe vom Turm geholt hat, dass wir pushen dürfen. Ich muss beim Pushen immer aufpassen, was mein Headsetter macht. Nicht, dass der stolpert oder stürzt oder nicht hinterherkommt, weil ich vielleicht ein bisschen zu schnell für ihn bin. So, und wir haben die Position erreicht. Ich gebe ihm das Zeichen zum Bremse setzen. Er bestätigt das kurz, gibt das an die Crew weiter und bestätigt mir, dass die Crew die Bremse gesetzt hat. Wir setzen den Flieger ab. Wie ihr sehen könnt, hinter mir wird so langsam hell. Meine Schicht neigt sich dem Ende. Ich packe jetzt noch meine Sachen zusammen, schreibe mein Fahrtenbuch, packe die Funkgeräte ein und bringe das Equipment wieder zurück zum Equipmentraum. Dann gehe ich mich umziehen und dann sehen wir uns draußen noch mal kurz. Meine Schicht ist beendet. Ich stehe draußen vorm Hub. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Und vielleicht habt ihr ja Interesse und fangt vielleicht auch bald bei uns an. Also, ich gehe jetzt schlafen und dann geht es morgen wieder frisch los. Ciao! Und wenn du auch Lust hast, Teil des Ganzen zu werden und uns bei unserer Arbeit hier zu unterstützen, in welchem Bereich auch immer, vielleicht sogar als einer meiner Kollegen oder Kollegin, dann bewirb dich jetzt auf anpacken-dhl.de und vielleicht sehen wir uns bald.